Hi guys. I'm working with a few leftovers today, and I'm making a collage. I had some pieces, you can see them on the left on top already, a few of them, and wasn't sure what actually exactly to do, but as you know me, I go by the flow. And this is actually deli paper. I dyed it with tea, and I'm working on a very heavy craft card and prepared it a bit with gesso with a very dry brush. Went over it, but just as a little base. And I glue this on top here because I didn't want to glue that down with a acrylic gel because I wasn't sure what I will put on top, watercolors and stuff like that. It wouldn't work on a acrylic gel, so that's why I used this paper glue. And but then I decided to use my acrylic inks hier, and I'm using a brayer to go over it. Hi guys, ich werde euch heute eine Collage zeigen hier, die ich mit ein paar Überbleibseln gemacht habe, die ihr da auf der linken Seite schon seht, und eben ein bisschen von meinem Pergamentpapier hier, das ich mit Tee mal eingefärbt hatte. Und das hatte ich jetzt hier liegen, weil ich hatte was damit gemacht, ich weiß es nicht mehr, und wollte damit eine Collage machen. Ich wollte es verbrauchen, ganz einfach verbrauchen. Und dann hatte ich hier als Basis Kraftkarton genommen, ein sehr kräftiges und schweres, und nur ein bisschen Gesso draufgepackt mit einem Pinsel, mit einem trockenen Pinsel, und dann einfach losgelegt. Und dann habe ich mich einfach leiten lassen, bin so mit dem Flow gegangen, weil ich einfach so nicht, ja, war mir so nicht bewusst, was ich mache. Ich lasse mich dann leiten und habe erstmal dieses teegefärbte Papier aufgeklebt mit einem Klebestick, weil ich mit dem Acrylgel wusste ich jetzt nicht, ob ich darauf mit Wasser, mit Aquarellmedien arbeiten. Deswegen wollte ich die Oberfläche frei von Acryl haben und habe mich dann aber für die Acrylic Inks entschieden, aber die habe ich dann mit einem Brayer aufgegeben, wie ihr gesehen habt, also mit einer Rolle. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwo, das sah so nach dieser japanischen Art oder chinesischen Art der Zeichnung aus. Die machen ja gern so ganz einfache Collage mit schwarzen Zeichnungen drauf, ganz einfache Linien. Da habe ich gedacht, das machst du jetzt mal so ein Vogel hier. Das ist, wie sagt man das im Deutschen eigentlich, den Hummingbird. Hummingbird, wie heißen die im Deutschen? Noch ganz einfach wissen. Komme ich jetzt nicht drauf, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und diese ganz kleinen, schnellen Kolibris, genau. Und habe die hier mit dem schwarzen Acrylink erst mit einem ganz feinen Pinsel ganz, ganz grob, einfach den Pinsel ganz am Ende angefasst, damit ich auch keine vernünftigen Linien damit hinkriege und ganz lose bleibe. Und ja, das ist es im Prinzip. Ich mache da nicht ganz so viel mehr. Ein bisschen schattieren hier und da, aber jetzt nichts Dolles. Und mache mir hier einen Tag, das ist auch so ein Kraftpapier-Tag. Da kommt dann das Wort Wild oder Wild rein. Hier mit meinen Stanzen. I put this bird down, this hummingbird down, just with acrylic inks in black. And I used a very fine brush, and I grabbed it on the very top to sketch these lines, just to get it down very, very loosely. It reminded me when I started a bit of this Chinese or Japanese style of painting they do, and I thought, yeah, I will go with that type. Here on that craft tag, you could see I cut some thingies out, letters out, wild, and then I put some of my vintage photo oxide, distress oxide, and sprayed water on top, let it dry. And now I look for the right position where to put it. Hier habe ich dann dieses Kraftpapier-Tag, das ich hier gestanzt habe. Da habe ich noch dieses Distress Oxide drauf geschmiert in Vintage Photo und dann richtig gut Wasser drauf gespült, dass sich das so ein bisschen Pfützen bilden. Das mag ich immer ganz gerne. Hier diese Sätze, die schneide ich, oder ich habe so ein altes Buch, das ist so 200 Jahre alt oder so, so ein Fehldruck ist, das mit so ganz dicken Seiten, die teilweise gar nicht auseinandergeschnitten waren. Und das Papier ist sehr dick, ein bisschen wie Aquarellpapier, das liebe ich sehr. Da arbeite ich sehr gerne mit.
und schneide mir da hin und wieder so ein paar Sätze oder Wörter aus, in dem Fall Sätze, die dann so ein bisschen zu meinem Thema passen. Die klebe ich dann drauf. So, ein bisschen schablonieren wollte ich hier noch ganz einfach mit weißer Modellierpaste gehe ich jetzt drüber. Ich wollte einfach noch was, ja, Kontrastiges haben, aber nichts Schwarzes, sondern was Weißes. Darum nehme ich dann hier einfach die weiße Modellierpaste und lasse die dann auch so weiß. Die wird hier auf dem Tag, ich bin noch ein bisschen auf dem Tag damit, die nimmt dann so dieses Braune von dem Oxide auf. Das finde ich ganz schön. Hier kannst du hier ganz gut sehen. You know, I wanted to have something, yeah, a contrast, but not in black because I had the black bird already. So I thought I'd go over with the stencil and use white modeling paste. And I leave it white. And you could see on the craft tag where the oxide is, the distress oxide, it picks it up. And that's what I always quite like with this. So this is some scraps, just some leftover scraps, and I glue them down where I liked them, and at the end of the day, that's it. I will glue down the words or the lines or the sentence. I cut out of a poem book. It's I think 200 years old or so. I bought that once. Some of you might know that. I used that regular. Bought that once in London. That was a misprinted book, and a lot of the pages haven't been cut apart, and the paper is pretty heavy. It reacts a bit like watercolor paper. I really love that book, and there are fantastic poems in, and I use a lot of this sentence, cut them out and put them onto my pages when it matched the theme. So in this case, I cut two sentences out and glue them on. I can't really remember what was on them, but you will see later. And it's not extremely important. Just glue them now. A bit wonky. I didn't want to have it too straight, so that's in the style of this collage actually. And yeah, going into the letters here of the wild, but that's it. Ich habe dann hier noch die Sätze aufgeklebt und ein bisschen mit einem weißen Stift durch die gestanzten. Sonst hatte ich jetzt noch dieses Stück Papier über und wusste nicht so recht, was mache ich damit. Jetzt habe ich das einfach wie so ein Tab oben dran geheftet und passt. Finde ich ganz passend. Das hatte ich rumliegen, das ist, glaube ich, auch mit Oxides bearbeitet. Und ja, this is a leftover I found and I thought, well, how can I use it? And you can see I used it as a tab here. It's an old paper. I used vintage photo distress ink on it, I think, as well, oxides. So that's the leftover, the close-up already. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful and stay healthy, but never ever forget to stay creative. Bye bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich auch riesig drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Vergesst aber niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.